Was war denn das bitte? So einen Film habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die Rede ist von Jurassic World Rebirth. Ist der Film ein absolutes Wow oder eher ein Ciao? Das erfährst du in diesem Video. Bleib dran. Hallo du kleines Wattewölkchen, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Tobi Continued und heute ordne ich den Film Jurassic World Rebirth ein. Von Wow bis Ciao. Fallakte Jurassic World Rebirth ist eröffnet. Here we go! Der erste Film der Reihe Jurassic Park von Steven Spielberg erschien 1993. Seitdem gibt es insgesamt 7 Filme, 2 Serien, Kurzfilme und Bücher. Hier geht es aber nur um die Filme. Zur Erinnerung, die erste Jurassic Park Trilogie startete mit Jurassic Park 1993, gefolgt von Vergessene Welt 1997 und Jurassic Park 3 2001. Das Reboot der Reihe startete 2015 mit Jurassic World, gefolgt mit Das gefallene Königreich 2018 und Ein neues Zeitalter 2022. Bisher haben mich immer die ersten Teile der jeweiligen Trilogie wirklich überzeugt. Die Fortsetzungen waren okay, aber nie wirklich ein Wow. Jetzt 2025 versucht Universal Pictures die Reihe mit Jurassic World Rebirth fortzusetzen oder neu zu starten und was soll ich sagen? Bevor wir darüber sprechen, um was es in Jurassic Park Rebirth überhaupt geht, schauen wir uns den Cast an. Scarlett Johansson spielt die Söldnerin Zora Bennett. Mahershala Ali spielt Duncan Kincaid und es ist sozusagen ihr Buddy. Jonathan Bailey spielt Dr. Henry Loomis und ist Paläontologe. Und bei Loomis musste ich irgendwie an Scream denken. Rupert Friend ist Martin Krebs, Vertreter eines Pharmaunternehmens. Und Manuel Garcia Rulfo als Ruben Delgado, ein Familienvater. Luna Blythe und Audrina Miranda als seine Töchter. Xavier Dobbs ist der Freund der älteren Tochter, gespielt von David Iacono. Ich hoffe, ich spreche die Namen alle richtig aus. Man merkt direkt, die Macher von Jurassic World wollen unbedingt wieder Forscher und Familie zusammenbringen, wie auch in den alten Teilen. Aber diesmal wirkt es für mich eher gezwungen und nicht wirklich natürlich. Schauen wir uns kurz die Story an. Im Film wird daran erinnert, dass 1993, also vor genau 32 Jahren, die ersten Dinosaurier von John Hammond wiederbelebt wurden, dank der berühmten Stechmücke in Bernstein. Über die Jahre ging natürlich immer etwas schief und am Ende von Jurassic World breiten sich Dinosaurier weltweit aus. Die Idee fand ich mega, aber die Umsetzung, naja. Jetzt in Rebirth wird das Ganze wieder relativiert. Dinosaurier können plötzlich nur noch in Äquatornähe überleben. Diese Zonen heißen jetzt No-Go-Areas. Ich dachte mir nur, wie reguliert man das eigentlich? Und natürlich war klar, dass die Protagonisten genau dorthin reisen werden. Der Film startet aber zunächst mit einem Rückblick, also 7 Jahre vor den Ereignissen in Jurassic World Rebirth. Ein Labor, ein mysteriöser Dinosaurier, den man nicht zu Gesicht bekommt und dann ein Forscher verliert eine F-CK Snickers-Packung, wirklich eine Snickers-Packung. Die wird von dem Lüfter unter der Tür eingezogen, boom, die hochmoderne Tür geht kaputt, Dino bricht aus und ich dachte so, echt jetzt, come on. 7 Jahre später kommen wir nun zur Mission. Martin Krebs vom Pharmaunternehmen will ein Medikament gegen Herzkrankheiten entwickeln. Dafür braucht er DNA von den größten Dinosauriern zu Wasser, zu Land und in der Luft. Ihre Herzen sind größer und sie leben auch länger und daher brauchen sie eben die DNA für das Heilmittel. Scarlett Johansson, alias die Söldnerin Zora, wird für $10 Millionen engagiert, diese DNA zu besorgen bzw. ein Team zusammenzustellen. Jonathan Bailey ist der Paläontologe Loomis und er soll dabei helfen, diese DNA zu sammeln. Gemeinsam mit dem Pharmaunternehmen bzw. mit Martin Krebs des Pharmaunternehmens fliegen sie dann ungefähr 300 Kilometer entfernt Richtung Äquator, landen dort, steigen in ein Boot um und dann fand ich es ganz komisch. Es kam ein Schnitt und wir sehen ein Segelboot. Auf dem Segelboot die Familie Delgado, mitten in der No-Go-Area und ich dachte mir so, wenn es verboten ist, dahin zu reisen, warum segeln die dann da einfach rum? Also vor allen Dingen ein Vater mit seinen 2 Töchtern.
Also Schwiegersohn war auch dabei, aber ich dachte mir, warum bringt der Vater die Kinder überhaupt in Gefahr? Und natürlich werden sie vom Mosasaurus angegriffen, dem riesigen Wasserdino aus Jurassic World 1. Also man erinnert sich vielleicht, der ist da immer im Aquarium rumgeschwommen und hat dann auch später den großen, das war ja nicht der T-Rex, aber diese T-Rex-Mutation dann getötet. Naja, auf jeden Fall der Schwiegersohn, der eigentlich gar nicht bei dem Urlaub erwünscht ist, fällt dann ins Wasser, nachdem eben der Saurier das Boot attackiert hat. Und fand ich ganz unlogisch, denn der Schwiegersohn fällt jetzt ins Wasser, dabei hat der Dino das Boot angegriffen. Dann greift er den Schwiegersohn an, beziehungsweise das Boot, der Schwiegersohn rettet sich auf das Boot und der Saurier denkt so, okay, jetzt lasse ich einfach von dem Boot ab, fand ich ganz komisch. Naja, zurück bei Sora, alle bekommen schnell noch so eine Hintergrundstory irgendwie reingedrückt, wirkt für mich eher wie so eine Charakter-Checkliste so abgehakt, zum Beispiel Duncan Kincaid, der hat ein Kind verloren und deswegen, logisch, hat er später eine besondere Beziehung bzw. fühlt sich besonders für die Kinder der Delgado-Familie verantwortlich. So, die Crew um Scarlett Johansson rettet jetzt also die Familie Delgado aus dem Wasser, wollen aber natürlich dann den Dinosaurier und es war natürlich der Dinosaurier, den die auch suchen. Und dann gab es natürlich Chaos und man hat noch festgestellt, dass der Wasserdino noch Mutanten hat, die quasi ihm bei der Jagd helfen und dann passiert alles ganz, ganz komisch. Also es war dann so, dass es hieß, ihr müsst jetzt ins flache Wasser springen, dann springt die Family ins flache Wasser und ich verstehe nicht ganz, warum der Dino nicht im flachen Wasser jagen kann, denn A, in Jurassic World 1 war er in einem Aquarium und B war es dann so, dass der ja seine Jäger hat und die Jäger, die haben ja dann auch Teile der Crew an Land einfach getötet. Also es war super unlogisch. Und dann war es eigentlich nur noch Dinojagd, Dinojagd, Dinojagd. Und für mich fühlte es sich teilweise eher an wie Resident Evil mit Dinosaurier. Und am Ende entkommen sie auf einem Schlauchboot. Kincaid opfert sich heroisch, überlebt aber irgendwie doch noch und Martin Krabs natürlich gefressen, wer hätte es gedacht. Ja, visuell muss man sagen, der Film war natürlich stark, die Animationen sind top. Wobei ich manchmal sagen muss, dass die Dinosaurier eher aussahen wie Aliens. Also zum einen, klar, dieser Wasserdino, den kannte man schon, okay, abgehakt. Dann gab es aber den D-Rex, ja, der hieß wirklich D-Rex und der sah wirklich aus wie ein Alien. Das ist der Dino, der dann entkommen ist wegen der Snickers-Packung und der sah wirklich aus wie ein Alien und war riesig. Und dann gab es noch eine Szene, da haben sich Dinosaurier gepaart und auch die sahen aus wie Aliens. Die hatten so lange Schwänze und die sind dann so rumgeflogen. Ich habe mich kurz an Masupilami erinnert gefühlt. Ja, und es sah aus wie auf einer anderen Welt. Das Einzige, was für mich wirklich noch so ein bisschen Jurassic Park oder World Feeling hervorgebracht hat, war natürlich der Score. Denn auch der war vom Original inspiriert, wenn nicht sogar übernommen. Natürlich halt nochmal vielleicht neu eingespielt, keine Ahnung, aber trotzdem sehr nah am Original. Und ich hatte das Gefühl, es war eher so ein Indiana Jones, nur dass der Schatz eben die Dino-DNA war. Und ja, so dieses Freizeitpark-Feeling kam irgendwie nicht so. Ich fand ja die Idee immer ganz cool, dass es ein Freizeitpark ist und dann geht was schief und die Dinos brechen aus und es kommt so gar nicht, sondern es ist wirklich so, wir suchen jetzt diese DNA, wir schlagen uns jetzt durch diese No-Go-Area durch und ich finde auch, dass teilweise die Harmonie zwischen den Schauspielern nicht so funktioniert hat. Also ich mag sowohl Scarlett Johansson als auch Jonathan Bailey, aber irgendwie hat die Chemie zwischen beiden für mich nicht so gestimmt. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt als Liebespaar hätten funktionieren sollen, aber generell finde ich einfach, dass es nicht so gematcht hat. Das war jetzt erstmal mein Überblick zu Jurassic World Rebirth. Doch bevor wir zu meinem persönlichen Urteil kommen, würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Das würde mir dabei helfen, noch mehr Videos zu machen und schreib mir doch gerne in die Kommentare, wie dir der Film gefallen hat. Denn er hat ja schon bisher gute Wertungen, sage ich mal. Jetzt gibt es aber das Urteil. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Die Story war aus meiner Sicht sehr vorhersehbar mit vielen Logiklücken. Charaktere, die waren teilweise ja unlogisch bzw. haben sich unlogisch verhalten und es gab keine echte Chemie zwischen ihnen. Auch das Feeling von Jurassic Park, gerade diese Freizeitthematik, die es für mich ja eigentlich ausgemacht hat, gab es nicht mehr. Und es war eher für mich eben eine Schatzsuche.
Ja, die schauspielerische Leistung war gut, finde ich. Klar, wenn die Chemie nicht gestimmt hat, ist natürlich schwer. Ist natürlich auch nur meine Meinung. Und zur Synchro muss ich sagen, ich fand es gut, dass alle, die man kennt, so ihre Stimmen hatten. Ich finde es aber ganz komisch, wenn plötzlich eine andere Synchronstimme besetzt wurde. Und visuell finde ich den Film sehr stark, gute Animationen, also man denkt wirklich, die sind total real. Ja, also wie gesagt, die Charaktere, die verhalten sich teilweise so unlogisch. Also die Tochter der Delgados, die bläst einfach ein Schlauchboot direkt vom T-Rex auf, so ein selbstaufblasendes. Und es ist doch klar, dass er aufwacht. So, dann beginnt eine Verfolgungsjagd und dann, was passiert? Die entkommen einfach und der T-Rex schnappt ständig daneben und ist nicht mal in der Lage, dieses Schlauchboot irgendwie zu zerbeißen. Das war, also konnte ich überhaupt, also ich habe es nicht gefühlt. Also sorry, ich habe es nicht gefühlt. Dann fand ich noch, dass es später eben die Dinos gab. Ich glaube, das sollte eine Kombination aus Raptor und aus Flugsaurier sein, denn da haben sie eine Szene nachgestellt. Im ersten Jurassic Park, da gab es so eine Szene, wo unter einer Küchenzeile durchgefilmt wurde und man sah die Füße des Raptor und wie dann der Zeh geklickt hat. Und genau das gleiche haben sie jetzt hier gemacht, nur eben mit diesem mutierten Flugsaurier. Und deswegen glaube ich, dass dieser mutierte Flugsaurier mit einem Raptor eben kombiniert werden sollte. Und es wurde nicht hundertprozentig gesagt, aber die Wahrscheinlichkeit lag sehr nahe, denn die Tiere waren auch intelligent. Und genau, die Gruppe musste sich dann irgendwie in ein Dorf begeben, von dem sie aus gerettet werden konnten. Und dann kam natürlich der super große Alien-Dino. Ja, also ich fand es teilweise auch wirklich unlogisch, wie sich die Charaktere verhalten haben. Und ich fand so alles in allem, ja, war es einfach so eine Abfolge von Ereignissen. Also ja, ich fand es also schwierig. Also auch wenn der Film viele Stärken hat, vor allen Dingen gerade auch eben das Visuelle, die Animation der Dinosaurier, am Ende hat mir wirklich so dieses Jurassic Park Feeling gefehlt. Es war also kein Wow, aber auch kein komplettes Ciao, daher von mir ein Semi, ein klares Semi. Ich bin großer Fan von Jurassic Park und Jurassic World, doch leider hat der Auftakt zur vermutlich neuen Reihe von Jurassic World Rebirth für mich nur semi funktioniert. Ich bin gespannt, wie euch der Film gefallen hat, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Umso mehr freue ich mich auf den neuen Superman unter der Regie von James Gunn. Das Fazit dazu findest du in diesem Video. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt von Wow bis Ciao. Okay, fertig.